Ein Unternehmen, das einen Laser entwickelt, das man durch flüssiges Zinn durchtropft, um die Frequenzen hinzukriegen, um Hochleistungschips zu entwickeln. Da muss ich schon sagen, wie crazy ist das? Ja, da fragt man sich als zwar technisch interessierter und auch technisch ausgebildeter Mensch, wie tiefes Ingenieurwissen braucht man denn dazu, um zu wissen, wie sowas geht? Also mich hat es nur fasziniert und das ist, glaube ich, auch genau das, was Baden-Württemberg auch ausmacht und warum das, was gemeinhin als Hidden Champions bezeichnet werden, also schon nicht besonders hidden, sondern das ist ja wirklich auch Industrie vom Feinsten. Und wirklich auch ein Know-how, das auf dieser Welt ja seinesgleichen sucht. Die große Chance, groß genug auf der einen Seite zu sein, auf der anderen Seite aber immer nah genug beieinander, dass wenn Menschen miteinander reden, dass dann immer eine Idee entsteht und dass dann immer gute Ideen sich miteinander vernetzen. Das gilt für Technologie, das gilt für Geschäfte, das gilt für die Frage von einem kooperativen Miteinander der Sozialpartner, das gilt für die Verbindung zwischen Politik, Unternehmen, Gewerkschaft, Verbänden und so weiter und so fort. Und wenn ich mit meinen Kollegen in der IG Metall außerhalb von Baden-Württemberg rede, wird es immer mit großer Begeisterung betrachtet. Manche haben das ähnlich, aber in so einer ganz besonderen, kulturell gewachsenen Form ist das schon auch, was Einmaliges. Und da frage ich mich gerade mit Blick auf die übergeordneten politischen Ebenen, und da ist die EU-Administration leider kein Leuchtbeispiel dafür, dass immer versucht wird, Antworten auf vermeintliche Probleme zu geben, die so nicht lösbar sind. Wir haben ein systematisches Bürokratieproblem. Und es wird an ganz, ganz vielen Stellen deutlich. Nicht nur, dass einfach kleine Administrationen, kleiner Unternehmen systematisch überfordert werden und sich gar nicht mehr auf das Wesen ihres Geschäfts, auf die Frage, was ist der Kundennutze, was machen wir denn tatsächlich konzentrieren können, sondern allen Krempel links und rechts machen müssen. Und ich frage mich immer, am Ausgangspunkt einer politischen Regulatorik muss immer die Frage stehen, welches Problem wollen wir lösen, welches Problem ist prioritär und was müssen wir auch wirklich machen. Und wenn natürlich zig Stäbe und Unterabteilungen und verschiedene bürokratische Ebenen, und das ist ja nicht nur die Politik selbst, sondern das sind ja auch die Politadministrationen unterhalb, sozusagen jeder sich was ausdenkt, und jeder im besten Sinne des Wortes sich was ausdenkt, dann kommt am Schluss dieser Wust raus, warum hängen wir denn beim Ausbau von Glasfasernetz, von 5G-Technologie, von der Frage Elektroladeinfrastruktur, von der Frage Wasserstoffinfrastruktur, von der Thema regenerative Energie, Windräder, Photovoltaik. Warum hängen wir denn da so hinten dran? Das ist genau dieser bürokratische Unfug und wir brauchen da dringend nicht nur einen Normenkontrollrat, der drauf guckt, sondern mal echt so einen politischen Move zu sagen, Leute, reduce to the max, sozusagen, auf was kommt es wirklich an, was ist wichtig und wir müssen da dringend ausrüsten. Ich glaube, wenn uns das gelingt, dann werden wir nicht nur in Baden-Württemberg wesentlich erfolgreicher sein, sondern hat die ganze EU, und zwar insbesondere dort, wo es heute noch nicht so gut läuft, wirklich auch ein paar Vorteile zu erwarten. In der Summe, glaube ich, wird es gut. Warum? Weil wir erstens technologisch in der Lage sind, neue Dinge zu entwickeln. Es ist ja nicht nur die Frage von Antriebskonzeption, von batterieelektrischer Speicherung, von Brennstoffzellentechnologie und so weiter und so fort, sondern es sind ja plötzlich andere Dinge. Das ist das Positive und ich glaube, alles, was da rund um Mobilität und Maschinenbau, auch neue Geschäfte, neue Geschäftsmodelle existiert, wird unterm Strich, glaube ich, auch beschäftigungspolitisch gut sein. Jetzt gibt es auch einen Unterschied. Der Beschäftigte, der Kolben fertigt, der sagt, aber was heißt das jetzt für mich konkret? Da steht die Antwort aus. Also es gibt im konkreten Fall noch keine Antwort, wie der Switch von traditioneller Produktion, die es in der Form vielleicht nicht mehr geben wird, hin zu ganz, ganz anderen Tätigkeiten. Erstmal nicht für alle Beschäftigte automatisch Hurra, sondern erstmal eine große Herausforderung ist. Übrigens, da ist Trumpf ja schon seit jeher aus meiner Beobachtung Vorreiter, Menschen weiterzuentwickeln, technologische Entwicklungen auch immer mitzudenken, was heißt das für unsere Beschäftigten. Mit dem modernen Arbeitszeitmanagement, aber eben auch mit Frage von Weiterbildung und Mitarbeiterentwicklung. Und das macht mich vom Grunde her optimistisch. Darüber hinaus bin ich einfach ein grundoptimistischer Mensch. Sehe natürlich auch die Probleme, die entstehen. Vieles, was nach Osteuropa verlagert wird, was mir auch als Gewerkschafter nicht gefällt. Aber unterm Strich, wie gesagt, bleibt die Einschätzung, das wird am Ende, glaube ich, eine ganz, ganz gute Geschichte auch für Baden-Württemberg werden. Ich habe das die Tage gerade zitiert, der Jack Welch hat mal gesagt, if the rate
of change on the outside exceeds the rate of change in the inside. The end is inside. Und das ist, glaube ich, was uns alle gemeinsam bewegt. Der Wunsch nach Stabilität und möglichst wenig Veränderung, das ist ja menschentypisch. Aber gerade in so einer Phase, wo wir jetzt sind, kommt es extrem drauf an, alle Ebenen auch permanent zu überprüfen, welche Dynamik brauchen wir, um auf der Höhe der Zeit zu bleiben. Da gehört übrigens auch eine Sozialpartnerschaft, eine Tarifpartnerschaft dazu. Da geht es auch mal darum, innovativ nach vorne zu gehen. Das heißt, nicht immer alles über den Haufen zu werfen, sondern zu sagen, was braucht Stabilität, weil es einfach auch gut ist und sich bewahrt hat, und was braucht Zukunft. Und ich glaube, da ist drum für uns auch als IG Metall ein total wichtiger Partner, wo wir genau auch diese, ich sag's mal, Innovation der Tarifpartnerschaft auch ausloten können, ausprobieren können. Das ist auch, glaube ich, schon auch so ein Mehrwert, den wir als IG Metall an ganz, ganz vielen Stellen auch wahrnehmen, dass genau solche sehr authentische Unternehmer ja nicht nur Beifall klatschen, sondern da haben wir ja nicht nur Punkte, die positiv miteinander zu besprechen sind, aber trotzdem haben wir genau an den Punkten, wo es drauf ankommt, eben auch diese gemeinsame Augenhöhe und den Austausch und dann das Finden von guten Lösungen. Ein Familienunternehmen, und der Begriff Familie gefällt mir da sehr gut. Eine Familie denkt nicht in Quartalen, eine Familie denkt in Generationen, in Folgegenerationen. Und das gilt für die Familie genauso wie für das Familienunternehmen. Und ich glaube, das macht auch das Besondere aus, weil Arbeitnehmervertreter denken auch nicht in Quartalen, sondern denken in langfristiger sozialer Sicherheit. Und ich glaube, diese wichtige Rolle von Familienunternehmen, auch selber quasi die Verantwortung zu tragen, und die Verantwortung eben nicht nur für die nächste Generation der Familie, sondern eben auch für die Beschäftigten. Das ist schon auch was ganz Besonderes. Wir haben ja in Baden-Württemberg neben den Familienunternehmen auch noch eine relativ hohe Anzahl von Stiftungsunternehmen, was ja auch nicht ganz uninteressant ist, weil auch dort wird tendenziell eher in längeren Bahnen gelenkt, aber unbestritten bleibt, dass die Qualität auch von der Frage Zukunftsfähigkeit, von Verantwortungsübernahme, von Anpacken maßgeblich von den Familienunternehmern geprägt wird. Und da habe ich auch als Gewerkschafter, sage ich ganz offen, allergrößten Respekt davor, was ja nicht heißt, dass man im Detail nicht auch mal streiten muss. Boah, also zunächst mal ganz banal, wenn es einen Grund zum Feiern gibt, muss man den nutzen. Ja, also das ist eine ganz persönliche Einschätzung von mir. Wenn ein Unternehmen 100 Jahre feiert, dann muss man einfach sagen, dann kann es ja nur deshalb 100 Jahre feiern, weil es offensichtlich eine 100-jährige Erfolgsgeschichte gibt. Sonst gäbe es das Unternehmen nicht mehr. Dass es da sicherlich auf der Wegstrecke auch mal geholpert und gerumpelt hat, das gilt auch für Trumpf. Aber wenn jetzt so ein Unternehmen wie Trumpf, das für mich wie kaum ein zweites in Baden-Württemberg für Innovation steht, und Innovation eben nicht nur, wir haben gute Ideen, sondern wir bringen im wahrsten Sinne des Wortes die Ideen auch in die Realität umgesetzt, und sich dabei nicht nur um Technologie, sondern auch um die Frage Zukunft, nächster Schritt, übernächster Schritt kümmert. Oder ich will es an zwei anderen Beispielen machen. Die ersten Debatte um flexible Arbeitszeit haben wir als IG Metall hier mit Trumpf geführt, um die Frage, wie kann man denn die Dinge anders machen? Oder da hat Trumpf sich schon ausgedacht, da könnte jetzt Krise kommen, was machen wir? Da hat noch kein Mensch daran gedacht, wir kommen jetzt erstmal in schwierigere Zeiten. Wenn ein Unternehmen, das auf allen Ebenen so innovativ ist wie Trumpf, dann gibt es zweimal einen Grund zu feiern. Und da stehe ich gern auch dabei und sage, großartig, macht die nächsten 100 Jahre bitte weiter so.